Der größte Vermögensverwalter der Welt hat Quartalszahlen vorgelegt und wir schauen uns heute mal BlackRock, den wahrhaftigen ETF-Pionier, an, wie die letzten Quartalszahlen ausgefallen sind und ob sich das Unternehmen eignet für einen langfristig orientierten Investor. Also kurz mal noch zu BlackRock, ja, besonders bekannt für die iShares ETFs, deswegen sind wir jetzt auch gerade auf der iShares Webseite, ist eigentlich der wesentliche Bestandteil, ja, der globalen ETF-Märkte und man bietet dadurch Anlegern einen wirklich kostengünstigen Zugang zu einer Vielzahl von Anlageklassen an und hat zudem auch eine Aladdin-Plattform, das ist sozusagen die eigene Technologieplattform, die Finanzinstitutionen weltweit, also Analysen, Risikomanagement, Portfoliooptimierung anbietet und ist auch eine der innovativsten Plattformen im Bereich der Finanztechnologie. Ja, und wir schauen uns jetzt als allererstes mal die Aktie im Aktienfinder an. BlackRock, sehr, sehr bekanntes Unternehmen, sollte jedem geläufig sein. Wenn wir uns mal die Cashflows und die Gewinne anschauen, sehen wir, dass wir langfristig uns schön nach oben entwickeln, auch wenn hier der operative Cashflow schon nochmal schwankend war. Also es ist jetzt kein absoluter Dauerläufer, sondern hier sind immer mal wieder Hochphasen und dann wieder Tiefphasen drinnen. Also tatsächlich so eine gewisse Zyklik. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Aktienmarkt im Allgemeinen immer mal wieder Korrekturen hat und da hat es dann BlackRock auch immer eher schwierig oder eher schwer. Aber wir sehen jetzt hier, die Prognose sagt dennoch, es soll jetzt weiter sehr, sehr schön weitergehen mit dem Cashflow und dem Gewinn. Dividende konnte auch immer gut gesteigert werden, jetzt zuletzt nicht mehr allzu stark, auch wegen dem eher schwächelnden Aktienmarkt in den letzten, ja, jetzt nicht in den letzten 6 Monaten, aber vor allem 2022 und Anfang 2023. Payout Ratio der Dividende, die liegt im Moment so bei 50%, also das ist auf jeden Fall noch gesund. Umsätze und Margen konnten auch schön gesteigert werden, also ein wirklich gutes Unternehmen. Nettomarge im Moment so bei 31%, also ist auch wirklich sehr, sehr stark. Und der Umsatz soll auch in den Prognosen weiter anwachsen. Schauen wir mal auf die Verschuldung, also Schuldenquote. Gesamt haben wir hier 60%, haben hier sogar noch ein bisschen Treasury Stocks mit drinnen liegen. Aber man hat ja natürlich das als Vermögensverwalter, ist das alles nochmal ganz speziell. Aktienrückkäufe tätigt man aber auch. Also das ist auch sehr, sehr schön zu sehen. Wir können jetzt hier wir können mal einblenden, wie das Gewinnwachstum aussieht. Und wir sehen jetzt hier seit 2010 werden hier die Aktien zurückgekauft und davon gehe ich auch aus, ähnlich wie die Prognosen hier, dass man weiter eigene Aktien zurückkaufen wird. Also das ist schon mal sehr, sehr schön zu sehen. Und generell hier im Qualitätscheck, ja, da schließt wirklich BlackRock sehr, sehr gut ab. Schauen wir mal auf den fairen Wert. Wir sehen, dass wir im Moment hier schon ja, gut gelaufen sind, haben ein neues Allzeithoch markiert tatsächlich. Ja, auch aufgrund der neuen Quartalszahlen und sind jetzt hier schon deutlich über dem Prognosekorridor, was die Bewertung angeht und den fairen Wert. Also jetzt hier aufgrund oder auf Basis dieses Bewertungsmodells jetzt nicht interessant für den Einstieg. Wir schauen uns jetzt aber trotzdem die KGVs im Schnitt der letzten 5 Jahre an und auch hier sind wir im Moment doch deutlich überbewertet, beziehungsweise etwas über dem Schnitt und zwar mit einem KGV von 25 bilanziert und der lag im Schnitt eher bei 20. Auch beim KV und beim KCV sind wir leicht drüber, aber es ist eben auch ein sehr, sehr hochqualitatives Unternehmen. Nur jetzt im Vergleich der letzten 5 Jahre ist das KGV jetzt eben höher. Hier mal das schöne Sankey-Modell. Also wichtigster Bereich ist hier dieses Investment Advisory Administration Fees, also eben diese ganzen Gebühren, die man bekommt durch den Vertrieb seiner ETFs und seiner ganzen Anlagemöglichkeiten. Und da bleibt natürlich auch sehr, sehr viel am Gewinn hier hängen mit einer Nettomarge von knapp 30%. Da ist es natürlich sehr, sehr stark. Schauen wir mal auf die Regionenverteilung. Region ist natürlich die wichtigste Amerika, danach kommt Europa und dann Asia Pacific. Also das ist auch ja, wahrscheinlich nicht verwunderlich. Gucken wir uns mal die Dividende an im Schnitt der letzten 5 Jahre. Da sehen wir, dass wir im Moment eine eher niedrige Dividende haben mit 2,14% Dividendenrendite. Die Jahr lag nämlich im Jahresmittel auf 5 Jahressicht eher immer so bei 2,5%. Kurzfristig hatte man hier sogar mal über 3% bekommen im Jahr 2022 beziehungsweise einmal noch ganz knapp 2023.
Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Wir schauen uns jetzt die Quartalszahlen als nächstes an. Bevor wir das machen, wenn dir das Video gefällt und du noch mehr Videos zu qualitativen Aktien sehen willst, lass doch gerne ein Abo da für den Kanal und vergiss nicht einen Daumen nach oben zu geben. Es freut mich auf jeden Fall immer extrem und motiviert mich natürlich auch weiter Videos zu machen. Vielen Dank. So, schauen wir mal auf die Earnings von BlackRock, also im Q3 2024. Die müssten gestern rausgekommen sein. Wir sehen jetzt hier als allererstes mal die Business-Verteilung der Klienten, die man im eigenen Portfolio hat und immer auf Basis der Assets under Management, also des verwalteten Vermögens und der Gebühren. Wir sehen jetzt hier, dass nach Assets under Management die institutionellen Kunden die den größten Anteil ausmachen. ETFs hier mit 37% und bei den Gebühren ist aber der ETF-Anteil tatsächlich der höchste und das ist auch eigentlich ja, so die Main Story bei BlackRock. Die ETFs sind das wichtigste Geschäftsmodell von BlackRock, die auch immer noch ziemlich gut wachsen. Also sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Und hier nochmal die Regionenverteilung, ähnlich wie wir es gerade schon gesehen haben, ist sowohl bei den Assets Under Management als auch bei den Gebühren Amerika der wichtigste Markt. Bei den Gebühren ist jetzt eben hier EMEA noch ein bisschen größer als bei den Assets Under Management. Hier, das ist jetzt eine sehr, sehr interessante Folie. Also wir sehen jetzt hier immer oben in Rot Total BlackRock. Das sind die organischen Asset-Wachstumsraten. Also die Assets under Management, die man praktisch hier verwaltet. Und wir sehen, dass die von Quartal zu Quartal immer positiv waren und immer so 4%, 3%, 3%, 4%, 3%, auch mal 5% gewachsen sind. Also wirklich sehr, sehr starkes Wachstum von Quartal zu Quartal. Da sieht es wirklich gut aus. Und auch hier beim Retail Long Term, da haben wir ab und zu mal hier negative Ergebnisse gehabt. Vor allem hatten wir hier Schwierigkeiten in den Jahren, wo der Markt eher weniger gut gelaufen ist. Da sieht man halt, dass vor allem in den Zyklen, wo der Markt gut anzieht, dass da BlackRock sehr, sehr gut verdient. Hier nochmal einzeln dargestellt die ETFs. Also hier oben hat man ja insgesamt und hier nochmal die ETFs einzeln und da sehen wir 8%, 7%, 6%, 7%, dann nochmal 8% und jetzt zuletzt sogar 11%. Also die ETFs, die wachsen hier immer noch sehr, sehr stark, führen natürlich auch dazu, dass man die Profitabilität schön erhöhen kann. Hier links sehen wir jetzt mal das Operating Income und die Margen. Wir sehen, seit 2022 ist die Marge schön leicht angestiegen von 42% auf 45,8%. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Und auch das Operating Income konnte hier gesteigert werden. Auch wenn es jetzt nicht so die wirklich sehr, sehr starke Steigerungsphase war, ist eben jetzt, wie bereits erwähnt, auch die Phase gewesen, in dem der Aktienmarkt eher rückläufig war. Net Income und Earnings per Share, die konnten auch langfristig gesteigert werden, aber da sehen wir eben das Ähnliche, also vor allem in den Phasen, wo der Markt schlecht läuft, da geht es BlackRock dann auch eher schlecht, weil viele Leute auch ja, Kapital aus dem Markt ziehen. Kapitalmanagement, also die Allokation, die man sich hier auf die Fahnen schreibt, sehr, sehr schön. Also hier sieht man links die ausstehende Aktienanzahl, also dieser Graph hier, wir sehen schön rückläufig, also von Jahr zu Jahr, von Quartal zu Quartal, immer weiter rückläufige Aktien und hier mal die einzelnen Beträge, also für die man dann eben die Share Repurchases macht. Die waren vor allem im letzten Quartal ziemlich hoch, aber man macht hier immer so diese 375. Ja, Dividende pro Aktie, die Aktie wurde auch jetzt in den letzten Jahren immer schön gesteigert, aber nur noch wirklich marginal von 23 auf 24, hing eben auch mit der Situation am Aktienmarkt zusammen. Da gehe ich eher davon aus, dass das Wachstum da wieder tendenziell ein bisschen stärker wird tatsächlich. Schauen wir uns mal die Quarterly Revenues an, wo die herkamen. Wir sehen, dass das Wichtigste mit 75% hier diese Grundgebühren waren. Dann noch einzelne kleinere Bereiche, also sowas wie Performance-Gebühren, Security Lending, Technologie-Services. Also es hat sehr, sehr viel mit Services und Gebühren zu tun, die man eben den Kunden abzwacken kann. Und das führt natürlich dann auch zu dieser wirklich sehr, sehr hohen Marge, die BlackRock hat.
Schauen wir uns mal das Q3 2023 im Vergleich zu 24 an, also hier links 23 und im Vergleich zu 24 konnten wir jetzt wirklich schön die Base Fees, also die Grundgebühren erhöhen und die Performance-Gebühren konnten auch nochmal gut draufpacken. Performance-Gebühren, die sind natürlich höher, wenn der Markt gut läuft, ist logisch. Deswegen auch wirklich sehr, sehr starkes Ergebnis, sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch im Vergleich zum Vorquartal. Also sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Das gleiche sieht man eigentlich bei den Quarterly Expenses. Also klar, die Kosten sind gestiegen. Wichtigster Kostenpunkt, der ja, zum Anstieg geführt hat, sind die Kosten für die Mitarbeiter und Benefits. Also das spielt hier natürlich die wichtigste Rolle, sowohl Year over Year als auch Sequential, aber ist natürlich auf jeden Fall noch akzeptabel. Ja, hier sieht man nochmal die ganzen genauen Zahlen, also von 2024 auf 2022. Und wir sehen hier schon, es ist ein eher gemächliches Wachstum jetzt in den letzten paar Jahren gewesen, aber es wurde jetzt vor allem in kürzerer Sicht doch deutlich dynamischer. Ja, dann habe ich jetzt hier noch die Kommentare von Larry Fink, vom CEO von BlackRock und man hat hier tatsächlich ja, einen neuen Rekord aufgestellt mit dem Asset Under Management, die man hier angekündigt hat oder verkünden konnte. Und zwar liegt der im Moment bei 11,5 Trillion US-Dollar. Also das ist wirklich wahnsinnig stark und hat in den letzten 12 Monaten jetzt um 2,4 Trillion US-Dollar zugelegt. Also wirklich wahnsinnig starkes Wachstum. Also da profitiert man einfach so extrem von dem ganzen Aktienmarkt, wenn er mal ins Rollen kommt. Und wir haben hier dadurch 15% ja, Umsatzwachstum year over year sehen können und 23% Wachstum im Operating Income year over year. Also das ist auch sehr, sehr stark. Und man hat eben wieder diese 375 Millionen Shares zurückgekauft. Ja, dazu sagt er jetzt auch noch, dass die Möglichkeiten, die vor ihnen stehen, weiter sehr, sehr, sehr viel stärker sind, als sie jemals waren. Und ja, er freut sich auf ja, auf die nächste Zeit, um weiter Wachstum für die Klienten, Aktionäre und Mitarbeiter zu erreichen in den nächsten Jahren eben. Also da sieht es wirklich gut aus und er ist auch weiterhin ja, sehr, sehr positiv gegenüber BlackRock eingestellt. Wir schauen uns jetzt noch die einzelnen Scores an und gucken uns dann den Chart noch an. Dafür wollte ich dir noch sagen, es gibt im Moment eine Aktion bei Finanzen Net Zero, da kannst du bis zu 200 Euro bekommen, wenn du hier ein Konto öffnest mit dem Link unten in der Beschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar. Gerne mal auschecken, haben sehr, sehr interessante neue Funktionen. Man kann jetzt im eigenen Portfolio mit sogenannten Kategorien oder auch Tags ja, das einzelne Portfolio ja, filtern und kann dann zum Beispiel einzelnen Aktien einen Tag anhängen, zum Beispiel mit der Name Strategie Wachstum, Strategie Dividende und kann sich dann nur diesen Bruchteil anzeigen lassen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Außerdem gibt es nur hier echte Schweizer Aktien zu handeln, also gerne mal auschecken. So, dann schauen wir mal zur BlackRock-Aktie hier im Qualitätscheck. Wir sehen hier einen Score von 13 von 15 Punkten. Auch das ist wirklich stark. Umsatzwachstum in der letzten Schnitt, also im Schnitt der letzten 5 Jahre gibt es Punktabzug und bei der Stabilität. Hängt aber, wie bereits erwähnt, auch eben mit dem Gesamtmarkt zusammen. Sonst sieht es ja wirklich gut aus. Also da ist alles ja, positiv. Wichtigster Bereich Qualität, Sicherheit, Volatilität, Dividende, aber auch Momentum. Also wenn der Aktienmarkt mal loslegt, dann läuft es auch bei BlackRock sehr, sehr gut. Auf Sicht eines Jahres beim Umsatz sind wir im Moment so, ja, so 15% überbewertet. Auf Basis des Gewinns sehen wir das Ähnliche, sogar noch tendenziell ein bisschen mehr. Also der Aktienkurs ist jetzt eben auch in letzter Zeit schon wirklich stark gelaufen. Aber ich glaube jetzt da eher nicht an einen kurzfristigen Rücksetzer. Ich glaube eher, dass man das Momentum des Marktes jetzt auf jeden Fall eher auf neuere Allzeithochs mit nach oben nehmen wird. Beim Piotrowski F-Score hat man auch einen akzeptablen Score von 6 von 9 Punkten. Also das sieht auch wirklich gut aus. Dividendennadel haben wir 4 von 4 Punkten, weil es auch schon auch einfach ein starker Dividendenzahler ist. Ja, und da gucken wir uns jetzt die Dividende nochmal genauer an von BlackRock und wir sehen, die konnte hier in den letzten 21 Jahren ganz nett gesteigert werden. Die Prognose sagt auch hier, dass die Dividende weiter gesteigert werden soll. Im Moment etwas über 2% Rendite. Im Schnitt der letzten 10 Jahre lag die bei 2,54% und man zahlt jetzt eben schon seit
21 Jahre eine Dividende. Im letzten Jahr wurde die Dividende aber nur um 2,46% gesteigert. Wie bereits erwähnt, also das hängt dann eben immer mit den schlecht laufenden Hauptgeschäften zusammen, wenn der Aktienmarkt mal im Gesamten korrigiert. Ja, und das sieht man jetzt auch, wenn man das vergleicht mit dem Wachstum der letzten 5 Jahre, weil da hat es noch 10,27% betragen. Im Moment haben wir ein KGV von 25 und jetzt gucken wir uns noch den Chart von BlackRock an. Natürlich das Allerinteressanteste für mich immer. Wir sehen, dass sehr, sehr langfristig das Unternehmen schon eine gute Performance auf jeden Fall hingelegt hat, aber wir schon eine gewisse Zyklik auch einfach hier sehen, wenn wir uns das anschauen. Also man sieht einfach schon im Chart, dass man schon auch Probleme immer hat in den Phasen, wo der Aktienmarkt mal im Gesamten korrigiert. Ja, sieht man eben auch jetzt hier an diesem Phase 2022, wo es doch schon länger mal seitwärts ging. Ich habe jetzt hier, damit auch der eine oder andere das versteht, mal die ganz genauen Ansatzpunkte eingezeichnet für das Fibonacci Retracement auf Monatsbasis. Das ist eben dieser Impuls, der jetzt hier von dem Low 2020 Corona bis 2021 geführt hat. Da habe ich jetzt dieses Monats Fibonacci Retracement angelegt und da war jetzt die wichtigste Zone hier unten bei 560 US-Dollar, rund ums 61,8er. Da sind wir schön drauf gelaufen und haben uns seitdem eigentlich dynamisch nach oben entwickelt. Zweitwichtigste Zone war dann eben hier um diese 700. Auch die haben wir sehr gut respektiert. Und ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir hier weiter auf 1000, 1100, 1200 US-Dollar laufen. Also irgendwo hier oben rund um dieses Fibonacci Retracement hier in Rot. Also ich bin sehr, sehr bullisch immer noch für BlackRock eingestellt. Klar, da kann mal ein Rücksetzer kommen. Nächste Unterstützungszone wäre im Moment so bei 840, 850 US-Dollar. Aber es ist jetzt ultra langfristig keine historische Kaufchance, aber definitiv ein spannender Wert. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal auf die Watchlist packen. Ja. Dann Marktkapitalisierung ist bei 146 Milliarden US-Dollar. Gucken wir uns jetzt hier nochmal schön den Financial Overview an, wie BlackRock hier sich im Vergleich der letzten Jahre so geschlagen hat. Und wir sehen jetzt hier im Vergleich der letzten Jahre ist die P/E-Ratio ja schon etwas höher auf jeden Fall. Die konnte jetzt hier aber nicht wesentlich höher ausfallen, wie es in den letzten Jahren war. Also es ist schon noch im Rahmen irgendwo, wir haben es ja auch gesehen, 15% ungefähr über dem Schnitt. Was das Umsatzwachstum angeht, sehen wir, dass wir im Vergleich zu 2021 in 2023 eben niedrigeren Umsatz hatten. Und das hängt eben auch wieder mit dem Aktienmarkt zusammen. Wichtigster Bereich, wo man seine Gewinne macht und Umsätze, sind eben diese Gebühren. Jetzt schauen wir uns noch auf den Ausblick und da sehen wir auch, dass die Earnings per Share hier weiter stark wachsen sollen. Das gleiche gilt eigentlich hier für den Umsatz, also da erwartet man wirklich, dass jetzt hier wieder der Gang nach vorne eingelegt wird. Also da sieht es auch wirklich sehr, sehr stark aus und ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass BlackRock, wenn der Aktienmarkt da mitspielt, weiter neue All-Time-Highs machen wird. Also für mich eine hochqualitative Aktie. Ja, habe ich auch gerne in meinem eigenen Portfolio tatsächlich. Keine Anlageberatung. Es ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Für jeden, der vielleicht auch schon ein bisschen eine höhere Dividende haben möchte, also jetzt akut nicht, aber hier unten waren dann doch schon die 3% möglich, aber auch 2% ist natürlich schon sehr, sehr attraktiv. Also für mich guter qualitativer Wert aus der Finanzszene oder aus dem Finanzbereich. Lass mich doch gerne mal wissen, was du von der Aktie hältst. Und wenn dir das Video gefallen hat, ja, gerne Daumen nach oben da lassen, Glocke anmachen nicht vergessen. Und dann sehen wir uns morgen und zwar mit dem nächsten Video zu meiner Aktien-Watchliste im Moment. Also nicht verpassen und einschalten. Wir sehen uns dann. Ciao.